Wie sieht es denn jetzt im Winter im Garten aus? Allem Anschein ziemlich trostlos. Aber wenn man mal genauer hinschaut, kann man sehen, dass schon ziemlich viele Pflanzen in den Startlöchern stehen. Die Zwiebeln und der Knoblauch strecken schon das Lauch aus der Erde. Für das nächste Frühjahr haben die Johannisbeeren bereits die Knospen angelegt und warten nur darauf, dass es wärmer wird. Das gleiche sieht man bei der Nektarine. Überall dort, wo sich 3 Knospen bilden, dürfen wir auch auf eine Frucht hoffen. Sehr zu meinem Leidwesen sind auch die Hortensien damit beschäftigt, schon neue Triebe auszubilden. Sobald allerdings der Frost mit eisigen Fingern darüber streichen wird, werden diese Triebe eingehen. Zum Glück hält sich die Kletterhortensie noch zurück. Mit ihrem Rot bringen die Hagebutten der Rosen noch ein wenig Farbe in das Wintergrau im Garten. Unser Eichhörnchen findet den Topf mit den Chilis anscheinend auch ganz spannend. Ich bin fest der Überzeugung, wir kriegen unsere Geranien, die wir hier auf der Veranda zu stehen hatten, über den Winter. Die sind jetzt, hier hinter mir ist ja offen, wie man sieht, aber die sehen noch richtig gut aus. Ich will denen nur mal die Blüten abschneiden, damit die da nicht so viel Energie mit verschwenden. Aber ich bin zuversichtlich, dass es klappt. Keine Panik, die Banane muss so aussehen. Sie stirbt im Winter nämlich ab und kommt im Frühjahr von unten wieder neu. Wollen wir mal den Vögelchen was zu essen geben, wa? Auch die Fische sollen nicht zu kurz kommen. Sehr viele Früchte hängen auch noch an unseren Herbsthimbeeren, die den Tieren im Garten noch Nahrung spenden. Deshalb bringe ich es nicht übers Herz, die Ruten jetzt herunterzuschneiden, sondern werde dies erst im Frühjahr tun. Dem kalten Wetter und dem einheitlichen Braun trotzen hier am Zaun noch ein paar Herbstastern mit ihren letzten Blüten. Die Bornholmer Margeriten sehen zwar noch richtig schön grün aus, allerdings wird ihnen spätestens bei -5 Grad die Luft ausgehen. Ja, so schnell kann das gehen. Kaum eine Woche später und wir haben eine geschlossene Schneedecke. Und wieder heißt es Vögel füttern, bevor wir den Garten verlassen und alles verschließen. Ich hoffe, der Einblick in den winterlichen Garten hat euch gefallen. Ich stehe in den Startlöchern und kann es kaum noch erwarten, dass der Frühling endlich kommt. Schön, endlich mal Schnee in Berlin.